Wir sind seit 2,5 Jahren auf Weltreise und das war unsere Reiseroute. Intro. Around the world, around the world, around the world, around the world. Hans und Isa, around the world. Hi Leute, wir wollten jetzt schon länger ein Video machen zu unserer Reiseroute und wir machen YouTube erst seit Asien und davor haben wir auch schon einiges erlebt und jetzt wollten wir euch mal erzählen, was wir alles erlebt haben. Wir reden gar nicht lange drum rum und fangen direkt mit dem Video an. Im Oktober 2023 sind wir von Frankfurt nach Bali geflogen. In Bali waren wir insgesamt einen Monat und wir hatten 5 verschiedene Stopps. Einmal waren wir in Uluwatu, in Ubud, in Kintamani, in Canggu und als letztes waren wir noch in Kuta. Ja, Bali hat direkt gut angefangen. Am allerersten Tag unserer Reise, da habe ich meine Kreditkarte im Automaten stecken lassen. Das war ziemlich dämlich, weil die haben wir nicht wieder bekommen. Außerdem hatte ich in der allerersten Woche auf Bali Zahnschmerzen und musste dann sogar in Bali eine Wurzelbehandlung machen lassen. Aber das war gar kein Problem. Wir haben einfach nach einem seriösen Zahnarzt gesucht und mit einer guten Auslandskrankenversicherung ist man da auch auf jeden Fall gut abgesichert. Bali an sich war auf jeden Fall ein super Reiseziel. Wir haben immer viel mit dem Roller erkundet von unseren Unterkünften aus und außerdem war das Essen sehr lecker und günstig. Ja. Insgesamt haben wir in den 30 Tagen dann ungefähr 2.800 Euro ausgegeben. Das sind ungefähr 101 Euro pro Tag für uns beide zusammen. Als nächstes sind wir dann nach Perth geflogen. Das ist an der australischen Westküste. Dort haben wir uns für 30 Tage einen Campervan geliehen. Das hat auch den Großteil der Kosten in Anspruch genommen für Australien. 3.000 Euro für 30 Tage. Aber es hat sich gelohnt. Wir haben 6.000 Kilometer zurückgelegt in der Zeit und haben eine Menge gesehen. Ja, unsere Route haben wir mit Wikicamps geplant. Das ist eine App, da kann man nach kostenlosen Campingplätzen suchen und wir haben immer darauf geachtet, dass auch eine Toilette dabei war. Und unsere Highlights waren auf jeden Fall Two People's Bay, da haben wir Wale gesehen. Ja, das war einfach zufällig. Und ein anderes Highlight für mich war Turquoise Bay. Da konnte man einfach vom Strand aus ins Wasser gehen, um zu schnorcheln. Man hat sich dann mit der Strömung mittreiben lassen und da hat man auch viel gesehen im Wasser. Riffhaie, Schildkröten, das war aufregend. Und dann ein weiteres Highlight war der Calgary National Park. Da haben wir eine richtig krasse Wanderung gemacht, die man vor 7 Uhr morgens starten musste, weil es ansonsten viel zu heiß wurde tagsüber. Und außerdem haben wir in Australien Op-Shops kennen und lieben gelernt. Das sind kleine Thrift-Shops und da haben wir einfach alles gekauft, was wir so für unseren Roadtrip brauchten. Und außerdem Bücher, CDs, alles Mögliche. Da kann man einfach reingehen und ein bisschen stöbern. Ja. Für Australien haben wir insgesamt 6.400 Euro bezahlt. Das sind ungefähr 173 Euro pro Tag pro 2 Personen. Also wie man sieht, schon deutlich teurer als Bali. Nach unserem Roadtrip an der australischen Westküste ging es dann für uns nach Neuseeland. Für Neuseeland hatten wir das Working Holiday Visum. Und die erste Woche haben wir dann in Auckland in einem Hostel verbracht, wo wir uns erstmal um alles Wichtige gekümmert haben, wie Bankkonto, Handyvertrag, Steuernummer und so weiter. Und dann ging es für uns weiter, unser Auto abholen. Das haben wir nämlich schon vorher in Deutschland reserviert. Und das würden wir aber jetzt, wenn wir es nochmal machen, nicht nochmal so machen. Denn wir waren nicht ganz zufrieden, wir haben schlechte Erfahrungen gemacht mit der Firma. Aber dafür hatten wir dann ein zuverlässiges Auto für die komplette Zeit. Und wir haben für das Auto, was umgebaut war zu einem Campervan, 6.000 Euro bezahlt. Ja. Das Auto war einfach so ein Familienvan. Es war jetzt kein richtiger Kleinbus, aber man konnte gerade so drin schlafen. Man hat da hinten am Kofferraum hatte man eine kleine Outdoor-Küche und für unsere kurzen Roadtrips hat es immer ausgereicht und ja, es hat uns einmal um ganz Neuseeland gebracht. Ja, nach der Woche in Auckland waren wir dann erstmal woofen, um uns während der Zeit auf Jobs zu bewerben. Also woofen ist Working on Organic Farms. Man arbeitet einfach gegen Kost und Logis
4 bis 5 Stunden am Tag, hat aber auch ein Wochenende und man hat einfach keine Kosten in der Zeit. Ne? Und das ist super praktisch, wenn man Fuß fassen will in einem Land. Ne? Wir haben uns ja in der Zeit auf Jobs beworben. Und ja, eine schlechtere WWOOF-Erfahrung war, da waren wir einfach bei einem alleinstehenden Mann, der uns einfach mehr oder weniger dafür benutzt hat, sein Haus auf Vordermann zu halten. Das hat jetzt nichts mit einer Organic Farm zu tun. Ja. Und eine richtig gute WWOOF-Erfahrung war, da waren wir auf einer, ich weiß nicht, kleinen Hippie-Farm und da waren auch viele andere WWOOFer und das war eine coole Community und wir haben viel zusammen unternommen und es hat richtig viel Spaß gemacht. Und man lernt auch ein bisschen was Ja. dabei. Ja. Ja, dann hatten wir auch schon unseren ersten Job in Northland. Das war auf einer Wassermelonen- und Sweetcorn-Farm. Da waren wir für 5 Wochen und wie gesagt haben wir Wassermelonen geerntet und Sweetcorn sortiert. Und der nächste Job war dann in... Rotorua, da haben wir in einem Holiday Park gearbeitet für 3 Monate. Rotorua ist eine süße kleine Stadt, die eigentlich alles bietet, was man so zum Leben braucht. Und es gab auch sehr viele Touristenattraktionen, weswegen wir immer viel zu tun hatten und auch viel erkunden konnten. Und durch unseren Job konnten wir die meisten Sachen auch kostenlos machen, was für uns super war. Außerdem ein Job in einem Holiday Park, was mehr oder weniger ein Campground ist, können wir sehr empfehlen, denn wir hatten 2 davon in Neuseeland und jedes Mal mussten wir nicht für die Unterkunft bezahlen. Und da spart man sehr viel Geld. Und nach Rotorua ging es dann für uns auf die Südinsel zu unserem nächsten Job. Genau, den nächsten Job hatten wir dann in Akaroa, das ist bei Christchurch. Dort haben wir wieder in einem Holiday Park gearbeitet, diesmal nur für 2 Monate. Und Akaroa war wunderschön. Es war ein bisschen abgelegener, wir haben uns richtig gut in die Community eingliedern können. Es gab jede Woche, sind wir zum Badminton spielen gegangen, das war super, cool. ja. Und man konnte einfach richtig schön wandern gehen. Und unser Highlight in Akaroa war der Stony Bay Peak. Dort konnte man einen wunderschönen Sonnenuntergang schauen. Zwischen den Jobs haben wir immer Roadtrips gemacht, um Neuseeland zu erkunden. Und so haben wir dann auch am Ende wirklich einmal die Insel mehr oder weniger umrundet und haben viel gesehen. Was mir dabei aufgefallen ist, dass es besser ist, weniger Stopps anzusteuern und dafür sich mehr Zeit zu lassen. Und es ist auch gar nicht so wichtig, vor allem für mich in Neuseeland, immer die Highlights anzusteuern. Denn egal wo man ist in Neuseeland, es ist immer wunderschön und es ist so grün. Und überall sind Baumfarne und es ist toll zu wandern. Ja. Und es gibt keine giftigen Tiere. Nicht so wie in Australien. Also das Highlight von Neuseeland ist natürlich das Wandern und die Natur. Uns hat auch noch das Tongariro Crossing sehr gut gefallen. Das ist eine 20 Kilometer Wanderung durch Mordor. Wer Herr der Ringe-Fan ist, sollte das auf jeden Fall nicht verpassen. Oh ja. Und natürlich Milford Sound. Ich glaube, dafür ist Neuseeland auch sehr bekannt. Es ist einfach ein riesen Fjord, wo man dann eine kleine Schiffstour durchmachen kann mit wunderschöner Natur. Ja. Ja, generell haben wir in den 11 Monaten, in denen wir in Neuseeland waren, super viele andere Reisende kennengelernt und tolle Freundschaften geschlossen. Und es war einfach eine wunderschöne Zeit. In Neuseeland haben wir insgesamt 20.000 Euro ausgegeben, wieder für 2 Personen. Aber wir haben auch 30.000 Euro eingenommen mit den Jobs. Also insgesamt haben wir 10.000 Euro verdient. Und wer jetzt gut aufgepasst hat, damit haben wir dann die Reise bis jetzt finanziert. Und nach Neuseeland sind wir dann wieder ans Ersparte gegangen. Als nächstes ging es dann für uns nach Australien, aber diesmal an die Ostküste. Und meine Mama ist uns besuchen gekommen. Für 3 Wochen waren wir zusammen unterwegs. Genau, wir haben uns in Melbourne getroffen, haben uns dann einen Campervan für 12 Tage ausgeliehen und sind von Melbourne nach Sydney gefahren. Der Campervan hat 1.200 Euro gekostet. Auf dem Weg von Melbourne nach Sydney haben wir ungefähr 4.200 Kilometer zurückgelegt. Wir sind an die Great Ocean Road gefahren und durch verschiedenste Nationalparks. Wir haben einfach die Nationalparks erkundet. Und es gibt so viel zu sehen. Ja, Australien ist wirklich wunderschön und vor allem die Kängurus sind einmalig anzuschauen. Also gibt es ja nur in Australien, oder? Ja. Wir müssen aber sagen, die Westküste hat uns doch besser gefallen. Auf jeden Fall, ja.
Willst du Kosten sagen? Ja, vielleicht noch. Also der Unterschied zur Ostküste zur Westküste ist hauptsächlich, dass die Westküste sich abgelegener anfühlt. Es sind kleinere Städte, es ist weniger los und man ist mehr für sich. Also wer lieber Natur mag, ist an der Westküste besser aufgehoben und wer lieber, weiß nicht, große Cities mag und vielleicht auch ein bisschen Party, der ist an der Ostküste besser aufgehoben. Übrigens haben wir insgesamt 5.600 € ausgegeben in den 3 Wochen an der Ostküste und das ist ein Tagesdurchschnitt von 257 € für 3 Personen aber diesmal. Genau. Danach ging es dann für uns nach Südostasien. Dort haben wir insgesamt 3,5 Monate verbracht und haben 6 Länder besucht. Und während unserer Asienreise haben wir darauf geachtet, weniger zu fliegen und mehr mit dem Bus und der Fähre unterwegs zu sein. Denn erstens, es ist günstiger und zweitens, man sieht einfach mehr vom Land. Wir sind von Australien sind wir nach Singapur geflogen und dort hat dann unsere Asienreise angefangen. Wir haben 6 Tage dort verbracht, das reicht vollkommen aus. Wer nicht der größte Städtefan ist, kann vielleicht auch weniger Zeit verbringen, aber dennoch lohnt es sich, Singapur auf jeden Fall einmal zu besuchen, denn es ist schon eine sehr interessante Stadt. Also besonders gefallen haben uns dort die Gardens by the Bay und außerdem auch die Food Courts haben mich sehr beeindruckt, die haben mir gut gefallen, denn es gab wirklich an jeder Ecke gab es große Food Courts mit günstigem Essen, mit kulinarischen Spezialitäten aus ganz Asien. Ja, Singapur ist ja bekanntlich sehr teuer, deswegen haben wir auch nicht allzu lange dort verbracht und für uns ging es dann weiter mit dem Bus nach Kuala Lumpur. Das ist die Hauptstadt von Malaysia. Kuala Lumpur ist vor allem dafür bekannt, dass man sich dort in ein günstiges Hotel einquartiert mit einem Infinity Pool. Das haben wir natürlich auch gemacht und ich glaube, das haben wir für 4 oder 5 Nächte gemacht. Ich weiß nicht, wir haben da einfach ein bisschen Urlaub gemacht, es uns gut gehen lassen und die Stadt erkundet. Ja. An sich hat uns die Stadt nicht so gut gefallen. Wir fanden die eher laut, dreckig und durcheinander. Das Hotel mit dem Infinity Pool war natürlich cool. Ja. Nach Kuala Lumpur ging es dann für uns raus in die Highlands. Das ist abgelegen und etwas höher gelegen in Malaysia und auch eine etwas kältere Region. Dort waren wir hauptsächlich wandern und als nächstes sind wir dann auf die Insel Langkawi geflogen. Das ist eine kleine malaysische Insel und da fing dann unser richtiger Strand und Inselhopping an. Genau. Kann man ja so sagen. Ne? Langkawi ist eine etwas größere Insel, deswegen lohnt es sich auch hier einen Roller mal mindestens für einen ganzen Tag auszuleihen. Das haben wir gemacht und sind dann einmal um die ganze Insel gefahren. Und in Malaysia haben wir dann insgesamt 2 Wochen verbracht. Nach Malaysia ging es dann für uns mit der Fähre nach Thailand. Genauer gesagt ging es zuerst auf die Insel Koh Lipe. Danach sind wir mit der Fähre nach Krabi Aonang gefahren und dann mit dem Bus in den Nationalpark Khao Sok. Als nächstes ging es dann nach Koh Phangan, nach Koh Tao und nach Koh Samui. Und als letztes sind wir dann mit dem Nachtbus nach Bangkok gefahren. Mein größtes Highlight der Thailand-Reise war Koh Lipe, direkt die erste Insel, wo wir waren. Hätten wir das gewusst, wären wir länger dort geblieben. Ja. Es war eine kleine Insel, der Strand war schön, man konnte schön schnorcheln. Wir haben dort eine Schnorcheltour gebucht, die war großartig. Es gab gutes Essen, es war günstig und es war einfach schön. Alles, was man braucht, ne? Ja, wir haben in so einer kleinen Strandhütte gewohnt und es war einfach Hammer. Ja, ansonsten Will ich hat wieder uns hin. Ja, ansonsten hat uns Koh Phangan noch sehr gut gefallen. Dort war das Essen einfach fantastisch. Es gab richtig viele vegetarische und vegane Restaurants und es war einfach ein junger Hippie-Vibe auf der Insel. Die Busse und die Fähren haben wir hauptsächlich über Want2Go Asia gebucht. Das ist super einfach und geht ganz einfach online. Auf Koh Tao habe ich übrigens meinen Tauchschein gemacht. Die Insel ist bekannt dafür, es gibt super viele Tauchschulen und der Tauchschein ist auch etwas günstiger dort. Es war Weihnachten. Über Weihnachten habe ich das gemacht. Es war mein Weihnachtsgeschenk. Ja. Und generell haben wir in Thailand einfach fast auf jeder Insel einen Roller ausgeliehen, einfach die Gegend selbst erkundet und viele Tempel besucht. Ja, und einfach auch schöne Tagesausflüge mit Booten gemacht, was man so macht beim Inselhopping. Als nächstes sind wir dann
mit dem Bus von Bangkok nach Siem Reap gefahren, Kambodscha. Unser Hauptziel war natürlich Angkor Wat, deswegen fahren die meisten nach Kambodscha. Angkor Wat ist so ziemlich die größte Tempelanlage der Welt. Hier reicht wahrscheinlich nicht ein Tag aus, um alles zu erkunden. Wir haben es an einem Tag gemacht. Man bucht sich einen Tuk-Tuk-Fahrer und der fährt einen rum. Mir hat es nicht gereicht. Ich hätte gerne mehr Zeit gehabt und ich war auch noch krank. Ich kann mich nicht an viel erinnern. Das war nicht der beste Ausflug meines Lebens. Ja, ansonsten haben wir in Kambodscha dann noch eine Woche in einem Wildlife Sanctuary Freiwilligenarbeit gemacht. Das ist leider nicht kostenlos. Wir haben dafür 800 US-Dollar zusammen bezahlt. Ja. Aber dafür hatten wir eine schöne Zeit. Wir haben mit Elefanten gearbeitet. Da waren ganz viele verschiedene Tiere, Affen, Katzen, Hunde. Und ja, da haben wir einfach für eine Woche volontiert. Das ist auf jeden Fall eine besondere Erfahrung. Wer längere Zeit in Südostasien ist, könnte sowas ruhig mal machen. Das ist eine Erfahrung wert. Man kann das auch in anderen Ländern machen. Und da bekommt man vielleicht mal die Chance, Elefanten von der Nähe zu sehen, ohne dass man jetzt unbedingt dann so einen Waschzirkus macht und wer weiß was, ne? Ja, dann haben wir die Hauptstadt von Kambodscha, Phnom Penh. Phnom Penh, haben wir natürlich auch besucht und insgesamt waren wir dann auch wieder 2 Wochen in Kambodscha. Von der Hauptstadt von Kambodscha ging es dann weiter mit dem Bus nach Ho Chi Minh City und dort haben wir dann Freunde getroffen, die wir in Neuseeland kennengelernt haben. Unser absolutes Highlight von der City waren die berühmten Banh Mi Baguettes. Das sind einfach belegte Baguettes und es ist einfach richtig lecker. Vor allem, wenn man nach so einer langen Zeit kein festes Brot oder Brötchen mehr gegessen hat, einfach wieder so ein Baguette. Das war wirklich schon was Besonderes. Ja. Das war so ein Stück Heimat. In Vietnam sind wir dann von Ho Chi Minh City mit dem Zug nach Hanoi gefahren. Tatsächlich war das unser allererstes YouTube-Video. Also guckt euch das gerne mal an. Auf jeden Fall ist da auch ein bisschen Fremdschämen dabei. Aber egal. Die Zugfahrt, wie lange hat die gedauert? Ich glaube 36 Stunden. Ja, es waren auf jeden Fall über 2 Nächte. Und Es war aufregend. es war wirklich aufregend. Und man hat so viel gesehen und es war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung wert. Und ich glaube, man kann in wenigen Ländern so eine Zugfahrt so kostengünstig machen. Ja, es war zwar günstig, aber danach war Hans auch leider krank. Zum zweiten Mal. Er hatte den Norovirus und E. coli-Bakterien und lag dann auch leider eine Nacht im Krankenhaus in Hanoi. Yay. Das war nicht so schön, wir haben es aber überstanden. Und was schön war die Tour danach. Nämlich sind wir dann mit dem Motorrad, wo sind wir lang? Wir sind dann mit dem Motorrad in den Norden, also wir sind nicht mit dem Motorrad, wir sind dann in den Norden von Vietnam gefahren und haben dort eine Motorradtour gemacht, die berühmte Ha Giang Loop. Die geht über 3 Tage und 4 Nächte und man fährt einfach mit dem Motorrad durch wunderschöne Landschaften. Und das kann man entweder selber machen oder man bucht das Ganze über ein Hostel und hat dann auch einen Fahrer und man selber sitzt nur hinten drauf und kann die ganze Zeit gucken und genießen. So haben wir es gemacht und würden es auf jeden Fall weiterempfehlen. Ja. Und man ist in einer guten Reisegruppe unterwegs. Ja, es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja, nach der Ha Giang Loop sind wir dann mit dem Nachtbus wieder nach Hanoi gefahren und dann ging es auch schon weiter zu unserem nächsten Ziel, die Philippinen. Oh ja. Dort hat es uns richtig gut gefallen. Wir haben insgesamt einen Monat verbracht auf den Philippinen und in den ersten 2 Wochen haben wir eine Freundin getroffen, die wir in Neuseeland kennengelernt haben. Wir sind zuerst nach Cebu geflogen und haben dann in Moal Boal mehrere Tage verbracht. Dort haben wir Canyoneering gemacht, da sind wir einfach durch Canyons gesprungen und geschwommen. Das war auf jeden Fall ziemlich abgefahren. Und dort konnte man auch Sardinenschwarme direkt an der Küste beim Schnorcheln beobachten. Das war cool. Was haben wir noch so gemacht? Als nächstes ging es dann für uns auf die Insel Siquijor. Die Insel hat uns richtig gut gefallen. Wir haben uns mal wieder einen Roller ausgeliehen und die komplette Insel erkundet. Es gab viele Wasserfälle und Siquijor war meine Lieblingsinsel in den Philippinen, muss ich sagen. Denn, wie Isabel gesagt hat, es gab viele Wasserfälle und vor allem gab es aber auch immer irgendwelche Seile, von denen man aus dann in diese Wasserbecken springen konnte.
Und das hat verdammt viel Spaß gemacht. Und ja, es war eine etwas größere Insel, wo man viel erkunden konnte. Hier kann man viel Zeit verbringen. Als nächstes ging es dann für uns nach Coron. Und von Coron aus haben wir die berühmte Coron El Nido Expedition gemacht. Das ist einfach eine mehrere Tages-Bootstour. 3 Tage, 2 Nächte. Und während der Bootstour hat man viele Stopps, man geht oft schnorcheln, man kriegt gutes Essen. Und dann haben wir immer an Stränden in Cabañas geschlafen. Und in El Nido haben wir dann auch noch ein paar Tage verbracht, bevor es dann für uns mit dem Bus weiter nach Port Barton ging. Port Barton ist einfach ein ruhiges, verschlafenes Fischerdorf und uns hat es da auch richtig gut gefallen. Ja, man kann nicht super viel machen, aber dafür ist der Strand schön und ja, man macht vielleicht einfach mal ein bisschen Urlaub vom ganzen Backpacking. Ja, als letztes ging es dann für uns nach Puerto Princesa. Von hier aus sind wir dann die Balabac-Tour gestartet, auch wieder eine mehrtägige Tour, diesmal 4 Tage und 3 Nächte. Etwas anders gestaltet als die Coron El Nido Tour und entspannter. Man hat eine Hauptinsel, wo man immer schläft und dann macht man halt immer Tagestouren, von wo aus man so die Region erkundet und der Schwerpunkt liegt hier auf jeden Fall mehr auf Stränden und Relaxen. Ja. Wir haben übrigens auch ein Vergleichsvideo dazu gemacht, also von der Balabac Tour zur Coron El Nido Tour und schaut euch das gerne an. Schildkröte, Palmen und Kokosnüsse. Das war es dann auch schon mit unseren 3,5 Monaten Südostasien. Festhalten kann man kann sich super mit Bus und Fähre fortbewegen. Wir haben immer alles über One2Go Asia gebucht und wir haben in der Zeit 11.600 Euro ausgegeben, was wiederum 105 Euro pro Tag sind, pro 2 Personen, wieder deutlich günstiger. Ja, nach dieser aufregenden Zeit in Asien hatten wir dann was ganz Besonderes geplant. Und zwar sind wir zurück nach Deutschland geflogen. Vorher hatten wir davon niemandem erzählt. Das heißt, wir sind nach 1,5 Jahren Reisen einfach in Deutschland aufgetaucht und haben unsere Freunde und Familien überrascht. Es war wunderschön. Und dann haben wir 5 Wochen in Deutschland verbracht und einfach die Zeit genossen und so viel Zeit wie möglich mit Freunden und Familien verbracht. Das war eine sehr intensive Zeit. Ich glaube, so viel haben wir noch nie mit Freunden und Familien verbracht. Außerdem haben wir in diesen 5 Wochen die letzten Vorkehrungen für Kanada getroffen. Und auf das Visum mussten wir uns übrigens bereits in Neuseeland bewerben, denn das braucht einfach alles ein bisschen mehr Zeit. Ja, und dann hieß es auch schon wieder verabschieden, denn als nächstes ging es dann für uns nach Kanada. Hier in Kanada haben wir übrigens wieder das Working Holiday Visum und wir sind zuerst nach Vancouver geflogen, wo wir erst eine Woche ungefähr in der Stadt verbracht haben, um uns wieder um Bankkonto, Steuernummer und Handyverträge zu kümmern. Und danach, ähnlich wie in Neuseeland, sind wir wieder wufen gegangen, um uns dann auf Jobs zu bewerben. Und außerdem haben wir uns noch ein Auto gekauft dort. Genau, ein Auto und ein Rooftop-Tent. Und dann hatten wir auch schon unseren Job bekommen hier in Sun Peaks und sind dann von Vancouver Island nach Sun Peaks gefahren und haben daraus einen kleinen Roadtrip gemacht. Und ja, im Sommer über haben wir dann hier gearbeitet, wir waren viel wandern, wir haben Mountainbiking ausprobiert und im Sommer war dann auch wieder Hans Mama zu Besuch. Dann haben wir einen Roadtrip durch die kanadischen Rocky Mountains gemacht, das war wieder sehr schön. Oh ja. Und jetzt ist Wintersaison, also Skisaison. Wir gehen jedes Wochenende Skifahren und Snowboard fahren. Hier in Sun Peaks haben wir auf jeden Fall bis jetzt am meisten gearbeitet während unserer Reise. Wir haben einen ganz normalen 40-Stunden-Job und wir arbeiten seit April mehr oder weniger durch. Seit Mai. Ja, und wir arbeiten seit Mai mehr oder weniger durch, bis auf die Zeit, wo meine Mutter da war. Und wir sparen jetzt einfach gerade wieder Geld an, um danach dann... Das sagen wir noch nicht. Das sagen wir noch nicht. Nee. Und wir sparen jetzt einfach Geld an. Ja, und damit sind wir dann am Ende unserer Reiseroute angekommen. Und wir müssen dazu sagen, dass die Kosten natürlich stark variieren können. Es kommt immer darauf an, ob man jetzt viel Party machen geht, viel Alkohol trinkt. In unserem Fall ist es nicht so und wir sind vor allem am Anfang unserer Reise auch sehr, sehr wenig auswärts essen gegangen, Ja. haben also sehr viel aufs Geld geguckt.
Und was war so dein Lieblingsziel von der Reise? Mein absoluter Favorit war Westaustralien. Ich weiß nicht, als wir diesen einmonatigen Roadtrip gemacht haben, da war einfach alles perfekt. Ich weiß nicht, der Campervan war perfekt, die ganzen Nächte, es war alles perfekt. Ja, für mich war es, glaube ich, Neuseeland auch, weil Neuseeland einfach alles zu bieten hat. Es ist ein kleineres Land, man kann komplett Neuseeland bereisen und es ist auch einfach wunderschön und es war eine schöne Zeit dort. Die Philippinen waren auch richtig schön. Ja. Und ein anderes Highlight war auf jeden Fall die Ha Giang Loop in Vietnam. Oh ja, stimmt. Als großes Fazit würde ich, glaube ich, sagen, ich selber würde an der Reiseroute nichts ändern. Und was man anderen Leuten mitgeben kann, ist auf jeden Fall weniger ist mehr. Es geht gar nicht darum, alle Highlights abzuklappern, sondern man pickt sich ein paar raus und dann ist meistens der Weg das Ziel, weil es gibt immer so viel zu erkunden unterwegs und meistens sind es dann doch die Orte, die einfach nicht total überfüllt sind, wo man dann schöne Erfahrungen sammelt. Der Weg ist das Ziel. Ja, natürlich ist das jetzt noch nicht das Ende unserer Reise. Die Reiseroute wird noch länger werden und als nächstes geht es für uns nach Amerika! Dazu machen wir natürlich auch wieder YouTube-Videos. Und wer das nicht verpassen will, lasst ein Abo da. Wie sagt man das? Schreibt was in die Kommentare. Und liken nicht vergessen. Danke fürs Zusehen. Wollen wir noch sagen, wohin es in Amerika geht? Nö. Amerika. An die Westküste.